Grüß euch und Servus zur Nummer 30. Dass man hinten keine Augen hat, das ist mir schon klar. Aber warum man dann nicht vorsichtshalber auf den Gehweg geht, falls was kommen kann, man weiß ja nicht. Das weiß ich dann allerdings wiederum nicht. Gut, dass ich in dem Spiegel schon gesehen hab, dass da welche kommen, weil ich weiß nämlich, dass die Kurve gern geschnien wird. Drum habe ich vorsichtshalber schon mal bremst, dass wir nicht zeitgleich in Kurven fahren. What the fuck, ey. Der Gremienhalber die Herzinfarkt kommt nicht so schnell auf den Bezirk fahren. Ja, das ist aber schon mal. Da ist eine Spur, da ist eine Spur. Das ist meine Spur, das ist ihre Spur. Aber ich halte das nächste Mal für Sie dann den ganzen Verkehr klären. Ja, danke. Wenn ich schon halbert in der Regenrinne fahre und du trotzdem mit 30 auf mich zufährst, ist es nicht nur Platz. Und der ganze Verkehr, der da aufgehalten wird, ist in dem Fall ein Auto. Ihr müsst ja sowieso warten, wenn Gegenverkehr kommt. Die Straße hat 2 Spuren. Wenn seine blockiert ist, ist das nicht meine Schuld. Musst du mich so der Stecker? Das war jetzt effektiv. An der Stelle sieht man erst was, wenn man schon mitten im Weg steht. Drum finde ich es auch gut, dass er extra nochmal zurückgefahren ist. Natürlich fährt man genau los, wenn man... Oh, Mann! Bei Kindern besonders vorsichtig sein, vor allem wenn die an der Straße spulen. Und bloß weil sie dann wieder auf dem Gehweg sind, heißt es nur lang nicht, dass die da auch bleiben. So schnell könnt ihr gar nicht schauen, dann sind die euch wieder vors Radl oder vors Auto gekupft. Also passt da bitte auf. Gut gemeint, schlecht gemacht. Dadurch, dass ich sowieso schon in der Lucken war und er so blöd steht, dass sie's bis in den Kreisverkehr reinstaut, ist vielleicht gescheiter, wenn er beim nächsten Mal weiterfahrt. Ist zwar lieb gemeint, hilft aber kaum. Und schon wieder ohne Schauen auf die Straße laufen, obwohl daneben sogar ein Gehweg ist. Warum macht's ihr das? An so kleine Nebenstraßen, da kommt sowieso keiner, da brauch ich nicht auf die Vorfahrt achten. Ja, solche Leute mag ich mal sehen, wenn da wirklich mal ein LKW kommt, was die dann machen. Ja, aber so oft kommt es ja nicht vor. Ja, muss ja auch nicht oft vorkommen, einmal gelangt fürs Krankenhaus. Also der parkt ganz schön asozial. Dann genau nur zum Überweg zur anderen Seite, dass wenn dahinter ein Kind steht, dass man es erst sieht, wenn es schon unter die Radeln ist. Ja, das hast du jetzt davon. Und mit sowas hat der Abbiegende natürlich nicht gerechnet und da hätt's da auch nur mal beinahe knallt. Da schaut mir der Transporterfahrer direkt ins Gesicht und fährt trotzdem weiter. Und die dahinter, die schaut erst gar nicht. Da bin ich lieber mal stehen geblieben, weil Vorfahrt ist das eine, Gesundheit das andere. Bist du Wahnsinn. Und damit bin ich für heute schon wieder durch. Hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns, wenn's wollt, das nächste Mal. Wer mag, kann noch ein bisschen den Sonnenuntergang anschauen. Ansonsten wünsche ich euch was. Macht's es gut. Pfiat euch.